Der schönste Moment ist natürlich, wenn man seinen Mr. Beam frisch aus der Verpackung holt. Im weitesten Sinne ist also auch dieses Video ein schöner Anlass, denn nachdem du deinen Mr. Beam richtig verpackt und zu einer Inspektion oder ähnlichem eingeschickt hast, darfst du ihn danach natürlich auch wieder auspacken und dich erneut an ihm erfreuen. Damit dieses Erlebnis perfekt verläuft, wollen wir in diesem Video Schritt für Schritt erklären, wie du deinen Mr. Beam korrekt einpackst und versandfertig machst, sodass es danach keine bösen Überraschungen gibt. Dieses Tutorial ist für alle Versionen des Mr. Beam 2 gültig. Viel Spaß! Bevor man den Mr. Beam einpacken kann, muss er natürlich dafür vorbereitet werden. Schalte ihn dazu als erstes ab, indem du den Schlüssel drehst. Ziehe den Schlüssel dann unbedingt auch ab und schicke ihn nicht mit ein. Ziehe dann auch alle Kabel von deinem Mr. Beam ab. Während jedes Gerät über ein Stromkabel verfügt, musst du auch noch das optionale Netzwerkkabel und das Kabel, welches den Lüfter oder das Airfiltersystem mit dem Mr. Beam verbindet, abziehen. Jetzt musst du noch beide Achsen deines Lasers etwa mittig platzieren und den Laserkopf abschrauben. Lege diesen direkt in seine dafür vorgesehene kleine Box, damit er auf keinen Fall beschädigt wird. Lege Schlüssel und Netzteil jedoch nicht mit in den Karton. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, deinen Mr. Beam einmal gründlich zu reinigen. Wir haben dir einen Reinigungsguide in der Videobeschreibung verlinkt. Alternativ kannst du dazu gleich auch unseren Inspektionsservice in Anspruch nehmen. Auch dazu haben wir dir das Angebot verlinkt. Als nächstes muss auch verhindert werden, dass die Führungen des Mr. Beam beim Transport beschädigt werden. Fixiere also die Achsen mit den beiden Kartonstücken, die im Lieferumfang beilagen. Lege das größere der beiden Kartonstücke unter die Führungen und verbinde die Aussparungen mit den Aussparungen des zweiten Stücks im 90°-Winkel, sodass die insgesamt 4 Laschen die Führung festhalten. Klemme jetzt noch das kleine Schaumstoffstück unter den Motor, also die kleine schwarze Box auf der rechten Seite. Wenn du das mitgelieferte Stück Schaumstoff nicht mehr hast, kannst du hier jeden beliebigen Schaumstoff nehmen. Achte aber darauf, dass es nicht zu eng ist, um nichts kaputt zu machen. Damit ist dein Laser schon mal bereit, eingepackt zu werden. Schnapp dir nun die richtige Verpackung für den Mr. Beam. Richtig bedeutet in diesem Fall die Originalverpackung, denn um Beschädigungen zu vermeiden, ist es leider nicht möglich, den Mr. Beam in der Verpackung eines Dritten zu versenden. Solltest du die Verpackung nicht mehr haben, kannst du sie in unserem Online-Shop nochmal nachkaufen. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Natürlich wird das Gehäuse jetzt nicht einfach in den Karton gestellt und abgeschickt, sondern auch das wird gesichert, damit nichts passieren kann. Bringe dazu das Puffermaterial an den kurzen Seiten des Gehäuses an. Achte darauf, das richtige Puffermaterial zu nehmen und nicht das des Airfiltersystems. Solltest du dieses ebenfalls mit einsenden, bringe auch hier die Transportsicherung an. Stelle dann beide Geräte in den dafür vorgesehenen Karton. An den Seiten des Mr. Beam ist nun noch Platz, dass du auf einer der Seiten die Box des Laserkopfes platzieren kannst. Jetzt sollte eigentlich alles Wichtige verstaut sein. Vergewissere dich nochmal, dass alles richtig sitzt und schließe dann die bzw. beide Verpackungen und klebe sie mit Paketklebeband zu. Zum Schluss musst du nur noch den Versandaufkleber anbringen und schon kannst du dein Gerät zur nächsten Poststelle bringen. Wenn du alle Schritte befolgt hast, kann von deiner Seite aus nichts mehr schief gehen. Schon in wenigen Tagen erhältst du dein Gerät wie neu zurück. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir wünschen viel Freude weiterhin mit deinem Mr. Beam.